Bei einer großflächig angelegten Grabung in Rheinach im Kanton Basel-Land wurden Überreste aus verschiedenen Epochen entdeckt. Im Verlaufe der Arbeiten wurden Funde gemacht, welche von der Altsteinzeit bis zu den Römern reichen. Darunter auch ein geheimnisvolles Grab aus der frühen Bronzezeit. Die menschlichen Überreste wurden ins Anthropologische Institut nach Bottmingen überführt. Wir stehen hier vor einem Skelett, das 2007 in Rheinach ausgegraben worden ist, so als letzter Akt dieser archäologischen Untersuchung. Und dieses Skelett ist sehr speziell, weil es sehr alt ist. Es datiert in die Frühbronzezeit. Die Datierung wurde mit einem kleinen Stück Knochen gemacht und weist auf ein Alter von über 3000 Jahren vor heute. Die Auffindelage des Skelettes war sehr speziell, und zwar lag der Tote auf dem Bauch mit angewinkelten Unterschenkeln, die zur Seite gekippt waren, und mit sehr stark angewinkelten Unterarmen und einem Schädel, der auf seinen Nacken gestellt war. Das bedeutet, dass der Schädel nicht mehr im anatomischen Verband sich befand zur Auffindelage, sondern abgetrennt wurde und so auf den Nacken gestellt werden konnte. Nach der archäologischen Ausgrabung wurde das Skelett im Labor weiter untersucht, damit wir Hinweise auf das Geschlecht und das Sterbealter erforschen können. Bei der Bergung wurde der Schädel en bloc geborgen und im Labor gewaschen. Damit konnten wir feststellen, dass die Hände unter dem Kehlkopf gelegen haben und mit den Handflächen nach unten zeigten. Genauere Untersuchungen erbrachten eine erstaunliche Vielzahl an Erkenntnissen über Gestalt und Gesundheit dieses Menschen, welcher vor mehreren tausend Jahren gelebt hat. Im Labor habe ich dann als erstes das Geschlecht des Skelettes ermittelt, mit verschiedenen Merkmalen am Becken und auch am Schädel. Dabei hat sich herausgestellt, dass es sich eindeutig um das Skelett eines Mannes handelt. Interessant als zweiten Schritt ist natürlich auch das Sterbealter. Wie alt war dieser Mann zum Todeszeitpunkt? Das haben wir an Merkmalen am Gebiss, am Schädel und an wenigen Merkmalen am Becken ermittelt. Er starb zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr. Anhand verschiedener Längenmaße der Langknochen können wir dann die Körpergröße dieses Individuums bestimmen, und in diesem Fall war der Mann ungefähr 170 cm groß. Zeichen für gesundheitliche Probleme können an diesem Skelett kaum beobachtet werden. Sein Gebiss ist hervorragend, keinerlei Karies kann hier festgestellt werden. Einzig an den Wadenbeinen lassen sich kleine Stellen mit Knochenwachstum feststellen, die auf eine Entzündung der Knochenhaut deuten können. Diese kann entstehen bei Überbelastung der Beine, also durch sehr viel Marschieren zum Beispiel, oder auch bei Infektionen. Doch was war die Sterbeursache dieses Mannes? War er etwa ein Verbrecher oder ein mächtiger Feind, der gefangen genommen und hingerichtet wurde? Oder hatte sein Tod natürliche Gründe? Die Todesursache des Individuums kann heute nicht mehr 100% geklärt werden. Einerseits hinterlassen Krankheiten selten Spuren an den Knochen und andererseits können nur Gewalteinwirkungen eindeutig als Todesursache
festgestellt werden. Am Skelett finden sich viele Brüche, auch alte Brüche. Ob diese aber zum Tod geführt haben, bleibt fraglich. Der auf den Nacken gestellte Schädel könnte auch nach dem Tod des Individuums vom Körper abgetrennt worden sein. Jedoch finden sich keine Hinweise auf scharfe Gewalt, wie zum Beispiel durch ein Messer auf den Halswirbeln oder den Schädel. Viele Fragen bleiben offen. Wie und warum der Mann zu Tode kam, bleibt auch nach eingehenden Untersuchungen ein Rätsel. Doch vielleicht wird es irgendwann, in einer Zukunft mit noch mehr Möglichkeiten, gelüftet werden.